Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder in Gütersloh und wieder du an meiner Seite. Ja. Katha, Team Yellow, Social Media. Sag mal, machst du noch was anderes außer Racket-Test jetzt im Augenblick? Hast du noch Zeit für deine normalen Tätigkeiten? Klar, lässt sich alles vereinbaren. Wunderbar. Es macht immer wieder Spaß, wenn wir was ganz Neues in die Finger bekommen. In dem Fall jetzt aus dem Hause Wilson, dem brandneuen Wilson Ultra. Wir haben jetzt getestet heute den Wilson Ultra 100L mit 280 Gramm und den Wilson Ultra Klassiker 300 Gramm. Bei dir weiß ich ja, habe ich auch in einem der letzten Videos schon mal erwähnt, dass du privat einen 300 Gramm Schläger spielst. Marke lassen wir jetzt mal außen vor, aber du kannst es ganz gut vergleichen. Ja. Erster Eindruck von dir, ganz aus dem Bauch heraus. Ich habe ja auch einen Eindruck gewonnen. Mal gucken, ob wir auf einen Nenner kommen, wir zwei. Wow, was eine Power. Also mein erster Eindruck, was eine Power. Ich habe es ja auch bereits erwähnt, sehr offensive Spielerin. Und ich dachte jetzt hier, wow, ich muss mich wirklich zügeln. Also Wahnsinn, wirklich sehr powervoller Schläger, kraftvoll und Powermaschine. Jetzt habe ich aber als dein Gegenüber das Gefühl gehabt, als du mit dem 300 Gramm Schläger gespielt hast, dass du teilweise überpowered hast. Dass du dich technisch ein kleines bisschen anpassen wolltest, versucht hast, dich anzupassen. Das soll natürlich final nicht der Fall sein. Du sollst ja deine normale Bewegung machen dürfen. Deswegen wäre jetzt hier vielleicht dann in der Beratung das Thema Seite, wie bespannen wir den Schläger, vielleicht eine etwas spinlastigere, also griffigere Seite, vielleicht die Beseitigungshärte an der Stelle ein bisschen anheben, um dir das Kontrollmomentum wieder zu vermitteln, damit du nicht rausstreust und dass du deine normale Bewegung machen kannst. Und ja, ich bestätige das, das ist waffenscheinpflichtig hier, was wir jetzt hier in der Hand gehabt haben. Ich habe dann wirklich auch klar mit beiden gespielt und habe dann auch den leichteren genommen. Und bei meinen Schwüngen, ihr kennt das ja mittlerweile, der ich eher rund und lang auf beiden Seiten spiele, müsste ich fast auf den 280 Gramm Schläger zurückgehen, was untypisch wäre für einen erwachsenen Mann, um im Feld zu bleiben. So schnell ist der Schläger. Also das ist wirklich abenteuerlich. Wie können wir das jetzt kategorisieren? Jetzt könnten wir ja sagen, das könnte ja auch eine wahnsinnige Unterstützung für den Spielertypen oder für die Spielertype sein, die vielleicht gar nicht so einen schnellen Arm selber hat, weil der Power kommt dann vom Racket. Also wenn wir das mal so rum bezeichnen. Und das wäre meine Herangehensweise bei dem Schläger. Ich sehe da wirklich auch die Youngster. Ich sehe auch die Damenwelt, zweifellos, wo vielleicht die Kraft nicht ganz da ist, aber wo dann so viel Schwung, so viel Bums aus dem Schläger rauskommt. Ich sehe vielleicht dann sogar Spieler im gesetzteren Alter oder Spielerinnen. Das kann das Leben schon extrem erleichtern. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht überpowern. Jetzt sagen wir mal was zu der Optik. Du weißt ja, wie der Vorgänger aussah. Ja. Den gibt es ja auch noch, aber wie er aussieht oder aussah. Hier ein bisschen schlichter gehalten, aber ich finde elegant. Ja, ich finde auch, er sieht super elegant aus. Man kann es vielleicht ein bisschen als Metallica beschreiben, auch leicht glänzend in der Sonne, also wenn die Sonne drauf scheint. Schimmern auch so ein paar andere Farben manchmal durch, habe das Gefühl. Aber ich finde ihn super schlicht, super stilvoll, also gefällt mir gut auf jeden Fall. Wer es jetzt nicht so knallig mag, nee, auf jeden Fall ein gelungenes Design. Was haben sie noch verändert? Die Kopfform ist ein kleines bisschen anders, ein kleines bisschen mehr in die Länge gezogen. Der Vorgänger Ultra rundete etwas früher ab. Das ist hier ein kleines bisschen in die Länge gezogen. Auch der Tatsache geschuldet, habe ich des Öfteren schon erklärt, dass viel im oberen Bereich getroffen wird des Seitenbettes. Und durch das Längerlassen hat man einfach hier einen stabileren Sweet Spot. Ja, erstaunlich, was da teilweise immer wieder so neu produziert wird und wie unterschiedlich sich dann auch die einzelnen Rackets, je nachdem welcher Hersteller, anfühlen. Auf jeden Fall. Aber das hier zweifellos in letzter Zeit so mit das Schnellste, was ich in der Hand hatte. Ja, das muss man mal ganz ehrlich auf so jeden sagen. Fall. Und ich musste mich, wie vielleicht jemand, der noch nie so ein 200 PS Auto gefahren ist und dann, jetzt muss ich aber ein kleines bisschen hier konzentrieren. Geht natürlich auch, aber wir haben es, glaube ich, versucht einigermaßen zu erklären, für wen das was sein könnte. Also Top Racket, klar, außer Frage. Probiert's aus, geht in die Stores, lasst euch wieder von unserem Fachpersonal einfach beraten, testet den Schläger mal, je nachdem welches Gewicht dann zu euch passt. Wir freuen uns auf den nächsten Dreh, ich freue mich auf den nächsten Dreh mit dir. Ihr bleibt bitte alle gesund, lasst uns einen Daumen nach oben da würden wir uns sehr drüber freuen. Vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Advantage You.